Let's go to Revelation 2, verse 10. Lass uns bitte in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. This was a letter Jesus was talking to this church in Samaria. Jesus hat gesprochen zu dieser Gemeinde in Samaria. He says, "Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life." Amen. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, es sagt, fürchte dich vor den Keinen, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird endlich von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet. Und werdet Trübsal haben sie Tagen, sei getreu bis an dem Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Jesus comes and reveals to this church what is about to happen to them. Und hier, Jesus ist gekommen und hat gesagt, was sollte passieren zu dir. Jesus says, "Do not fear." Aber Jesus sagt, bitte fürchte euch nicht. And then he continues to say, "Indeed, the devil is about to throw some of you into prison." Und er hat noch gesagt, dass eigentlich die Teufel würde einer von euch auch in Gefängnis bringen. This is Jesus talking. Und daher ist Jesus, er spricht. And I believe this is not an exciting news to receive. Und ich glaube, das ist keine fröhliche Botschaft zu empfangen. Prison is not a good place to be. Gefängnis ist kein guter Platz zu sein. Now, I have two definitions of this word prison. Ich habe zwei Definitionen von diesem Wort Gefängnis. And this will help the message that the Lord has given me today to deliver. Und diese würde helfen, diese Botschaft auch genau zu erklären, wie der The first definition of prison Die erste Definition von Gefängnis. is any place of confinement Es ist ein Platz von or Confinement. involuntary restraint. Oder unfreiwillige Einschränkung. Any place of confinement or involuntary restraint. Jeder Ort der Inhaftierung oder unfreiwilligen Einschränkung. The most touching true story I ever watched about prison break Die wahre Geschichte, was ich habe geschaut über Gefängnisbruch, is escape from Zobibo. die Flucht von Sobibor. Has anybody ever heard of that film? Has anybody ever seen it? Hat einer von Ihnen das geschaut? Please note it down. Go watch it. Bitte Escape schreibt from das. Zobibo. Es heißt das Flucht von Sobibor. Zobibo was a secret Nazi death camp in Poland. Sobibor war ein geheimes Gefängnis in Polen. Nazi death camp in Poland. Ein Nazi-Totschlag in Polen. The Nazi, they wanted to kill and exterminate all the Jews. Die Nazi wollte alle jüdische Leute töten. So they took them and sent them to this secret death camp in Poland. Und die haben die alle genommen und in diesen Platz in Polen. And history says in 1942, Und Geschichte sagt in 1992, nein, 42, 42, there were 600 forced labor Jews. da sind 600 jüdische Zwangsarbeiter In this prison in diesem Gefängnis. that was so big, Das war so groß, 600 people in a prison that was the size of 45 football fields. 600 jüdische Leute in einem Platz, wo war 40 Felder, Fußballfeldern. Fußballfelder. So groß war es. So groß war das. It was that big. Es war so groß. And it was surrounded with 15 meters of landmines.
Und es war überall mit 50 Meter von der Mines. Mines. There was a big wall. If you were successful to climb the wall and get out, the mines are going to kill you. Amen. Da war ein großer Wand. Und wenn du irgendwie geschafft hast, diese auch zu flüchten, diese Mines würde dich auch töten. And history says there was one prisoner. Und der Geschichte hat gesagt, da ist ein Gefängner. His name was Leon Feldhandler. Sein Name war Leon Feldhandler. 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 He was determined to find an escape for everyone. War so motiviert, einen Flug zu finden für jeder. And he came up with a plan. Und hat einen Plan gehabt. He put together an escape committee. Und hat eine Komitee geschafft für Flüchten. And he called them the organization. Und hat die genannt, die Organisation. So they started preparing for the escape of these Jews from this death camp. Und sie haben angefangen zu planen, wie die Flucht wird für diese jüdischen Leute. But they realized that they could not escape alone. Aber die haben eigentlich bekannt sein, dass sie wurde nicht alleine In the flüchten. same way, if you find yourself in prison, you cannot come out alone. You need help. Amen. In die gleiche Weg, wenn du findest dich in ein Gefängnis, du kannst nicht alleine auskommen. Du So brauchst Hilfe. they had a plan with the organization how to escape from this prison. Und die haben einen Plan mit dieser Organisation, wie sie flüchten von diesem Gefängnis. But on top of that, they needed a miracle. Aber über das, sie brauchte ein Wunder. And God sent them a miracle Und Gott hat die ein Wunder geschickt. in the name of a Russian army lieutenant. Und durch den Namen ein russischer Lieutenant. That was in September 1943. Das war im September 1943. Just 3 weeks before escape. 3 Wochen vor dieser Flucht. And this man was called Alexander Sasha Pezeski. Und dieser Mann hieß Alexander Sasha Peleski. He came, and when he was put in this prison, he joined with them and started helping them to formulate a plan to escape from this prison. Amen. Dann ist gekommen eigentlich und ist in diesem Gefängnis mit dir gewesen. Dann haben sie geplant, wie sie flüchten aus diesem Gefängnis. And they came with a strategy, 3-point strategy. Und ist gekommen mit ein 3-Punkt-Strategien. And one of them was to equip. Und einer von die war, equipped zu sein. Equip the prisoners. Ausrüsten der Gefängner. Equip the prisoners. Ausrüsten von den Gefängner. After equipping them, you go to step 2, where you are going to execute the plan that you have. Nach Ausrüstung, dann ist es eine Ausführung, wie es sollte And then the laufen. third strategy was to exit the prison. Und die dritte Strategie war der Entkommen von dem Gefängnis. So the escape started on the 14th October 1943. Und diese Flucht hat angefangen am 14. Oktober 1943. And 400 Jews, they tried to escape the death camp and ran to the forest. Und 400 Juden haben versucht zu fliehen und rannten in der Welt. Out of these 400, 80 Jews were immediately killed by the Nazis or the Polish locals. Und 80 Juden wurden sofort von den Nazis und den Polen auch getötet. Out of these 400, 262 were captured and immediately executed. Und auch 262 wurden gefangen genommen und hingerichtet. Only 53 fully escaped and found freedom. Und nur 53 sind entkamen vollständig und fanden auch Freiheit. This is a true life story. Es ist eine echte Geschichte. And out of the 53 who fully escaped, Und aus dieser 53, wer sind entgekommen und frei gewesen? only 50 survived the war and went to tell about the horror story of Zobibo. Nur 50 haben das überlebt und sie haben auch erzählt von dem Krieg und Geschichte von Zobibo.
Now, with this story, let's go back to Revelation 2:10. Und mit dieser Geschichte, lass uns bitte zurück zu Offenbarung 124. Jesus said, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Amen. In Offenbarung nochmal, Kapitel 2:10, es sagt, fürchte dich vor der Keinen, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird öffentlich von euch im Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet, und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. When I read this Bible verse, I feel encouraged. Wenn ich lese diese Bibelvers, ich bin motiviert. Because what I see in this verse, no suffering is forever. Was ich sehe in diesem Vers, da ist keine Quälerei für immer. Everything has a beginning and it has an end. Alles hat einen Anfang und es hat auch ein Ende. And you need to be encouraged Und du sollst ermutigt sein, with this in mind. mit das God in is Gedanken, able to help you from stage 1 to stage 2. dass Gott ist fähig, euch zu helfen von Stufe 1 bis Stufe 2. Er ist bereit, dich zu begleiten von den Anfang zu den Ende. He is ready to take you, to support you from the beginning to the end. Deswegen sagt deinen Nachbarn, sei ermutigt, du bist nicht alleine. That's why you should motivate your neighbor. Tell them, be motivated. No You are matter not how alone. hard, no matter how impossible, no matter how uncomfortable it is, God is there with you. Egal wie hart es ist, egal wie schwer es ist, Gott ist da bei euch.